Weiter, damit ich unsere Zuschauer und Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen. Wer bist du? Wo kommst du her? Wann und wo bist du geboren? Wo ich geboren bin, im Bett. 28. September 1929. Magdeburg. Wie war denn deine Kindheit? Katholisch, aber das war ja die Hitlerzeit, nicht? Und da waren wir schon von einer alten Schwester besucht. Während der Hitlerzeit? Hitlerzeit. Schwester Gast, die hat mit uns studiert und die hat ein 2-jähriges Mädchen gehabt und ihr eigener Mann hat sie verraten und die ist dann ins KZ gekommen und ist da umgekommen. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, dass die Bibelforscher euch besucht haben? Wir waren zwar katholisch, aber so tief katholisch, dass wir alles dafür getan hätten, haben wir nicht. Meine Eltern waren schon früher interessiert, als in Magdeburg das Fotodrama aufgeführt wurde. Das haben sie sich 2-mal angeguckt. Ja, und dann haben sie immer Verbindung gehabt mit den Zeugen, damals Bibelforscher. Ich habe da immer Verbindung gehabt. Wir sind dann zu einem Bruder Schumann nach Magdeburg, der war Chiropraktiker. Da sind wir immer zur Behandlung gegangen. Und der hat uns dann immer behandelt. Ja. Erstmal durchgeknetet und dann auch geistig durchgeknetet. Ja, da haben mich die anderen Patienten gewundert, dass das bei uns immer so lange dauert. Ja, und der hat uns dann immer belehrt und über die Wahrheit, mit der Wahrheit unterrichtet. Das war ja nicht ungefährlich für ihn. Nee. Der hat durchgehalten. War es dir als Kind bewusst, dass das Treffen mit Bibelforschern damals verboten war? Hat niemand was gesagt, wa? Wir haben zwar die ganzen Bücher gehabt. Schöpfung und wie die alle hießen. Die haben wir immer zwischendurch gelesen. Und da waren schöne bunte Bilder drin in den Büchern und die haben wir als Kinder immer abgemalt, immer abgezeichnet. Und dabei haben wir auch gelesen. Waren die Bücher versteckt? Die haben bei uns in der Wohnung so gestanden, wie die ich hier so stehen habe. So haben die ganzen Bücher in der ganzen Hitlerzeit gestanden. Also jeder, der zu Besuch kam, konnte sie theoretisch auch sehen? Ja. Die haben sie nicht weggenommen. So 1943, 1944 sind wir dann von der Kirche weggeblieben. Weil wir durch Bibelstudium was anderes kennengelernt haben, als was die katholische Kirche gelehrt hat. Ja. Da haben wir mal im Religionsunterricht, da hat der Pfarrer gefragt, was die erste Schöpfung Gottes war. Da habe ich aus den Büchern der Bibelforscher habe ich gelesen gehabt, der Logos. Am anderen Tag war er bei uns zu Hause, der Pfarrer. Okay. Hat gefragt, was wir für Bücher lesen. Hat meine Mutter gesagt, wir lesen Bücher von den Bibelforschern. Das habe ich mir gedacht, sagt er. Aber da ist doch verboten, hat meine Mutter gesagt. Uns kann keiner was verbieten, was wir lesen. Und da sagte er wünschte, er hätte mehr Leute in seiner Gemeinde, die so denken würden wie die Bibelforscher. Wow. Naja, und dann sind wir von der Kirche weggeblieben, sind wir nicht mehr zur Kirche gegangen. Da hat er gesagt, aber wir bleiben noch Freunde. Irgendwas muss er gewusst haben, ja.
Dann war ich als Messdiener. Wir sind alle 4, 5 Wochen über die Dörfer, die so 5 Kilometer von uns zu Hause entfernt waren, sind wir immer gegangen. Da hat er immer Messe abgehalten. Und da war ich als Messdiener mitgegangen. Und da steht er vorne und hält die Messe ab. Auf einmal unterbricht er die Messe und geht in die Gemeinde rein und nimmt einen an den Arm und sagt, er soll raus hier, die Kirche verlassen. Das waren Ostarbeiter. Im Krieg mussten doch die Polen haben P gehabt, die Ukrainer Ost, die Juden Stern. Ja, und das waren Ostarbeiter, Ukrainer, ja. Und der hat so anständig da gesessen und zugehört und den schmeißt er aus der Kirche raus. Und als der Pfarrer da war, habe ich gesagt, Herr Pfarrer, wissen Sie, Sie kommen hierher, wir sollen wieder zur Kirche kommen. Den einen schmeißen Sie raus und andere wollen Sie holen. Ja, wir mussten ja so handeln, hätte ich das nicht gemacht, dann hätten sie unsere Kirche zugemacht. Das war seine Antwort. Also obwohl er genau wusste, was richtig oder falsch war, war er nicht mutig genug, das Richtige zu tun. Doch mutig war er doch, als er bei der Weihnachtsfeier das Deutschlandlied gesungen haben, Arm hoch, und meine Eltern und unsere Freundschaft sitzen geblieben sind. Er hat schon gestanden, hat sich dann auch wieder hingesetzt. Ja. Das war auch schon mutig. Dann kam 1945 und dann kamen die Brüder aus dem KZ und so weiter alle zurück nach Magdeburg ins Bibelhaus. Naja, und dann fing die Unterweisung an. Ich habe richtig Studium gehabt. Und dann war ein Bruder, der hat uns dann, wir waren 3 solche jungen Leute wie ich. Das war mein Bruder, der ist 2 Jahre älter. Und der andere Bruder, der war 1 Jahr jünger als ich. Wir waren 3 Jungs. Wir sind damit, kam der aus dem Bibelhaus, der Bruder, sagte so, jetzt gehen wir in Predigtdienst. Also, wir haben noch ja keine Ahnung gehabt vom Predigtdienst. Sind wir auf die Dörfer gegangen, mit 4 Mann, hoch auf der Bauernhöfe. Ja, haben wir 2 Höfe, 3 Höfe gemacht. Dann hat der Bruder gesagt, so, nun habt ihr gesehen, wie es gemacht wird, hier könnt ihr beide alleine gehen. Und naja, ja, haben wir immer abgewechselt. Ja. Und wir sind gegangen, also. Was der eine nicht gewusst hat, hat der andere gewusst. Als der Zweite Weltkrieg gestartet ist, da warst du 9, 10 Jahre alt und als er beendet wurde, warst du ungefähr 16 Jahre alt. Und wir wissen ja, dass die Nazis leider zum Ende des Zweiten Weltkrieges auch junge Männer, Jungs, eingezogen haben. Wurdest du auch eingezogen? Ja, ich war schon zur Ausbildung. Ich bin aber getürmt. Okay. Wie mein Vater, unerlaubt von der Truppe entfernt. Wie der Vater, so der Sohn. Ja. Wie hast du dann das geschafft? Oder vielleicht wurdest du gezwungen, in der Hitlerjugend zu sein? Ja, da musstest du, sonst hättest du keine Ausbildung, keine Lehrstelle, nichts gekriegt, wenn du nicht in der Hitlerjugend warst. Und du hast ja auch einen älteren Bruder. War es bei ihm ähnlich? Der ist Soldat geworden, der hat sich freiwillig gemeldet. Du bist jetzt also bei der Hitlerjugend. Was ist dann passiert? Du bekommst einen Brief? War eine Lehrstelle im Großhandel gewesen und mein Chef, das war ein riesen Nazi gewesen,
Ja, der war Kreisredner bei der NSDAP. Da musste ich zur Musterung. Da wirst du untersucht, weißt du, bam, bam, bam. Da haben die gesagt, KV, kriegsverwendungsfähig. Jetzt bin ich zurück im Betrieb. Da sagt der Chef, na, wie war die Musterung, was haben denn gesagt? Ich sage KV. Da wurde der ganz blass und hat bloß den Kopf geschüttelt. Wie solche 15-, 16-jährigen KV schreiben kennt, ja. Also du sagst, obwohl er ein Nazi war, Ja. war selbst das für ihn schockierend. Ja, das war zu viel. Nö, und dann hast du Post gekriegt, dann und dann musst du dich in der Kaserne melden. Ja, naja, ich bin hingegangen. Dann haben wir da mit so und so viel Mann auf ein Zimmer gelegen. Und eines Nachts kamen sie und haben uns einzeln runtergeholt in den Keller. Da haben sie einen Tisch gehabt, haben ein paar Soldaten gesessen, so in Offiziersrang scheinbar, und haben gesagt, soll ich hier unterschreiben. Im Blanko, DIN A4, sollen unterschreiben, dass wir uns kriegsfreiwillig gemeldet haben. Da waren wir von 300 Mann, waren wir 3 Mann, die nicht unterschrieben haben. Und dann wurden wir gefragt, der eine, warum hast du dich nicht freiwillig gemeldet? Der eine sagte, mein Vater hat ein Klempnergeschäft, der hat keine Leute, ich bin der Einzige, den er noch hat. Und der andere sagte, meine Mutter ist alleine jetzt noch, meine Brüder und mein Vater sind auch Soldat. Ja, und ich muss bei meiner Mutter bleiben. Und dann hat er mich gefragt, warum ich mich nicht kriegsfreiwillig gemeldet habe. Mein Bruder hätte sich doch kriegsfreiwillig gemeldet. Und dann mache ich so, ich bin ja auch nicht so doof wie der. An der Tag war die Polizei bei uns zu Hause, bei meinem Vater. Ich hätte solche kommunistischen Äußerungen gemacht. Ja, und Sie müssen ihm sagen, wenn ich das nochmal machen würde, müssen Sie mich wegbringen. Wusstest du, was sie meinen mit wegbringen? Irgendwo in Lager irgendwo. War dir das damals bewusst mit 15 Jahren? Nee. Aber deinem Vater schon, oder? Ja. Der Junge sagte, du kannst zwar alles denken, aber nicht alles sagen. Ja, und dann bin ich Türme gegangen. 1 oder 2 Tage später bin ich wieder in der Kaserne und da bin ich ab. Nach Wolmerstedt, das ist in der Nähe von Magdeburg, war ein kleiner Ort. Und da haben wir Bekannte zu wohnen gehabt. Ja, und da habe ich mich auch gehalten. Ja, ich bin ja rumgelaufen, vielen Schuljungen mit Schulmappe und so weiter. Haben sie gedacht, das ist ein Schuljunge, war. Hast dich also getarnt? Ja, ja. Bis zum Kriegsende? Oder? Das war ja nicht mehr lange, das war ja schon Ende Januar, im April war der Krieg zu Ende. Aber wir haben ja schon immer gehört zu Hause, den amerikanischen Sender, weißt du, bum, 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 bum. Hier ist eine, Peter Arnold, eine Stimme der Vereinten Nationen. Und die haben immer angesagt, wie weit der Amerikaner vorrückt, ja. Da haben wir schon ausgerechnet, da in 14 Tagen oder in 3 Wochen ist der Amerikaner in Magdeburg. Da war kein Risiko mehr. Was wäre, wenn beim Hören des amerikanischen Senders das die Nachbarn mitbekommen hätten?
unter uns, unser Hauswirt, der war Nazi gewesen. Wir haben bloß einen kleinen Volksempfänger gehabt. Der ist immer so uns hochgekommen und hat mitgehorcht. Die waren dann neugierig. Interessant war, als ich in Wolmerstedt war, da kamen amerikanische Militärautos, da waren lauter gefangene deutsche Soldaten drauf. Ja. Und ich stehe am Straßenrand und gucke da, und da ist ein Freund von mir drauf. Ja, ja. In deinem Alter? Ja, ja. Die war noch 2 Jahre in Belgien in Gefangenschaft. Du hast also genau das Richtige getan. Ja. Ich habe den richtigen Riecher gehabt. Die sind nach Hause gekommen. Walter, bist du schon da? Ich sage, ich war ja nicht weg. Ah, wieso? Habe ich gesagt, was ich gemacht habe. Hätten wir das gewusst, hätten wir das auch gemacht. Ja, hieß es auf einmal, die Russen kommen, die Russen kommen. Ja, ja. Die Russen kommen. Naja, aber da war es noch nicht so schlimm, wie da, wo die Russen als Erste einmarschiert sind. Wir haben ja ein halbes Jahr schon den Amerikaner gehabt. Und da lief alles normal schon und so, ja. Und dann kam der Russe und dann haben die russischen Soldaten Überfälle gemacht. Immer Frauen überfallen und so weiter. Hat sich sofort alles geändert. Und dann kam zu uns da, unser Stadtteil, kam ein russischer Kommandant, der hat Zucht und Ordnung reingebracht bei den Russen. Wann hat es denn dann richtig angefangen, als ihr bei den Zeugen Jehovas mitgemacht habt? Ja, das ging gleich 45 los, als die Ersten nach Magdeburg ins Bibelhaus zurückgekommen sind, aus dem KZ und so weiter. Da fing das so richtig an. Die haben uns so richtig unter die Arme genommen, die Brüder. Das heißt, du warst als Jugendlicher regelmäßig Gast im Bibelhaus in Magdeburg? Ja, ja, wir waren da zu Hause. Ein schönes Zuhause. Ja, ja. Ja, ja, der eine Bruder und der Freund. Aha. Und deine Mutter? Und meine Mutter, ja. Und meine Schwester auch. Da ging ja das los, das Bibelhaus wieder auf Vordermann zu bringen, ja. Genau. Ja. Und da war der große Hafensaal. Der wurde wieder aufgebaut. Da waren riesengroße 3 Bilder. Prophezeiung, Verkündigung und die neue Welt. Aber nach 1945 hat es ja nichts gegeben. Kein Baumaterial und so. Und ich habe zu der Zeit in einer Farmengroßhandlung gearbeitet. Und ich zu meinem Chef gesagt, ich glaube, wir brauchen da Farm. Erst hat er hier durch und dann haben mir die Brüder gesagt, der kriegt dafür Raucherkarten. Ja, stimmt, weil es wäre alles auf Karten, Essenskarten und so weiter. Ja, Zigaretten, Rauchwaren, alles hat es auf Karten gegeben. Stimmt. Ja. Ich zum Chef gesagt, wir brauchen Farm. Davon. Sagte er, ja. Soll jemand kommen und soll es abholen? Und kam der Bruder Blümel aus dem Bibelhaus mit dem Motorrad und Beiwagen. Und der hat dann die Farm abgeholt und hat von allen Brüdern die Raucherkarten aus dem Bibelhaus mitgebracht und dafür haben wir die Farm gekriegt.
Heute darfst du keine Zigarette mehr verschenken. Und die haben die ganzen Raucherkarten aus dem Bibelhaus gekriegt. Und so hast du die Farben für die Bilder, für die Restaurierung besorgt? Haben wir schön Königreichssaal gehabt. Ja, ich weiß nicht, was die Kommunisten nachher draus gemacht haben. Lange haben wir ihn ja nicht gehabt. Von 46, dann 50 kam ja schon wieder das Verbot. Ja. Die Zeit dazwischen, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und bevor die Kommunisten angefangen haben zu regieren, wie war das in dieser Zeit? Also war eine schöne Zeit. Da bin ich zwischendurch dann Pionier geworden. Ja, aber bevor du doch Pionier wurdest, musstest du dich doch taufen lassen. Was? Ja, 48 habe ich mich taufen lassen. Wo? In Magdeburg. In Magdeburg. Da haben sie fürs Bibelhaus ein Schwimmbecken gebaut, draußen im Freien, wo die Brüder baden konnten im Sommer. Wir sind ja in der Elbe gegangen. Wa? Aber die aus dem Bibelhaus, die haben dann da im Garten einen Swimmingpool gehabt. Wa? Und im September wurde der Pool eingeweiht und da wurde ich auch gleich getauft. Bei der Einweihung des Pools. Und dann wurdest du Pionier. Ja, in Havelberg. Man muss ja dazu sagen, heute Pionier ist ja nicht exakt das Gleiche, was es damals hieß, Pionier zu sein. 120 Stunden. Mit 120 Stunden hast du heute fast ein Vierteljahr. Aber das war leicht. Die 120 Stunden waren leicht zu erreichen. Warum? Warum würdest du das sagen? Die Landbevölkerung da, guck mal, die haben die Nazi-Zeit gehabt, die haben den Krieg gehabt. Die Leute waren hörig. Konntest an jeder Tür konntest du reden. Ja, ich habe am Tage manchmal 8 Stunden Predigtdienst gemacht. Und wenn ich dann gekommen bin, auf dem Bauernhof, na junger Mann, haben Sie denn schon Mittag gegessen? Nee, noch nicht. Kommen Sie, wir sind gerade beim Essen. Bums, bist da reingekommen, hast du mit gegessen, hast du Zeugnis gegeben, da war eine Stunde rum. Ja. So, ja, beim Kirchenältesten vom Dom in Havelberg, wenn ich da gekommen bin, da kam ich auch immer rein zum Essen. Der hat eine hübsche Tochter gehabt, weißt du? Aber da habe ich kein Auge für gehabt. Zum Glück. Das wäre ja heute Kirchenältester. Moment. Bist du da alleine in den Dienst gegangen? Meistens. Ach. Da ist man wirklich alleine von Haus zu Haus, von Bauernhof zu Bauernhof. Das war so einfach gewesen. Du konntest ja mit den Bauern reden wie mit der Kuh, weißt du. Du hattest doch aber auch keine Literatur dabei, oder hattest du viele Wachtürme mit? Nee. Ach, nee, die Verleihzeitschriften, die hast du wieder abgeholt. Also hattest du sofort einen Rückbesuch. Du hast einen Wachturm abgegeben und ein paar Tage später bist du zurückgekommen, um ihn abzuholen, dass sie den gelesen haben und zack, konntest du wieder ein Gespräch führen. Das Buch, wie hieß es, Gott bleibt wahrhaftig, das erste Buch. Das hat es dann in 3 Teile gegeben, weißt du. Da haben wir auch viel mitgearbeitet und dann wieder abgeholt. Und ab 1949, da bist du ungefähr 20 Jahre alt und jetzt gibt es Stress, die DDR wird gegründet. Da war vorher schon, 1. Oktober 50 kam das Verbot.
Und im Juni, da haben sie mich und meinen Bruder und den anderen Bruder, die waren gerade zu Besuch bei mir. Da sind wir im Predigtdienst gewesen und da war in der DDR gerade das Radrennen, die Friedensfahrt, weißt du? Ja. Ah, das Pendant zur Tour de France. Ja, ja, das war früher die Friedensfahrt. Und da sind wir gerade, waren wir im Dienst und sind gerade unterwegs. Auf einmal kamen ein paar Polizisten, haben uns mitgenommen. Obwohl Zeugen Jehovas offiziell noch nicht verboten waren? Und dann haben wir drei in einer Zelle, weißt du, haben wir immer gesungen und gelacht und so. Und dann ist nachts der Wärter von draußen durch den Spion geguckt. Und gesagt, was soll uns ja immer beobachten? Ich habe Papier genommen auf den Spion. Haben wir es einmal gemacht, zweimal gemacht. Beim dritten Mal schließt er auf, kommt rein. Ich muss euch doch mal fragen, warum seid ihr denn hier drin? Die anderen, in den anderen Zellen, die hier drin sind, die heulen. Und ihr lacht. Weswegen seid ihr denn hier? Haben wir gesagt, wir sind Zeugen Jehovas. Was sagt er? Fangen denn die Kommunisten genauso an wie die Nazis? Meine Herren, fangen die Kommunisten jetzt wie die Nazis an? Wie recht er hatte? Ja. Die Antwort war ja. Der Polizist im Gefängnis. Jedenfalls haben sie uns nach 3 Tagen rausgelassen. Erstmal Verhör, Stasi-Leute. Und wir haben ja immer die DDR-Verfassung in der Tasche mitgehabt, weißt du? Ach, wirklich? Ja, wir sind immer mit unserer Literatur, wir haben immer die Broschüre Verfassung der DDR. Ja, und da ganz groß drin Gottesdienstfreiheit in der DDR. Die, War ja haben, auch so, die haben wir immer mitgehabt, wa? Und die haben wir jedes Mal vorgehalten, wenn wir uns dann im Gefängnis hatten, auf dem Revier, Gottesdienstfreiheit, Gottesdienstfreiheit. Die Broschüre haben wir immer mitgehabt. Und dann wurden wir verhört da in Havelberg, da kamen 2 oder 3 aus Brandenburg, Zivilisten in Zivil. Und die fingen dann an, Fragen zu stellen. Und letztendlich sagt der eine, ich war auch mal Zeuge Jehovas. Ich war auch mal Zeuge Jehovas. Ich sage, dann müsstest du wissen, wie unser Werk ist und dass wir nichts Unrechtes tun. Und dann noch eine ganze Weile unterhalten und dann haben sie uns gehen lassen, nachts um 12 und wir mussten 3 Kilometer durch den Wald. Ja, haben sie uns laufen lassen. Und wir sind aber nicht die Straße lang gegangen. Wir haben Waldweg genommen und haben wir gesehen, wir waren Ende unterwegs, ist ein Auto gekommen, hin und wieder zurück. Die hätten uns das Auto geladen und hätten uns wieder zurück ins Gefängnis gebracht. Jedenfalls, als wir raus waren da vom Verhör, da sagte der gesagt hat, er war auch mal Bruder gewesen, der sagte dann, also Wiedersehen. Ich sage, nee, nicht Wiedersehen. Ach, doch spätestens im Himmel. Und da sage ich, wenn du Bruder gewesen wärst, dann wüsstest du, dass wir nicht in den Himmel kommen.
Da hat er solche Flappe gehabt. Er hat euch eiskalt angelogen. Ja, klar. Er wollte durch die Lüge euer Vertrauen gewinnen. Und dann bist du raus. Bist du dann noch in Havelberg geblieben? Ich bin noch geblieben, ja. War ja noch kein Verbot, war ja 4. Jahr vor dem Verbot gewesen. Bist du dann einfach so weiter in den Dienst? Weiter im Dienst, ja. Bis zum 1. Oktober auf einmal. Da war dann Schluss. Da hieß es überall, ich habe noch meinen Bericht abgeschickt für September. Wir haben ja unsere Berichte in rotes Kuvert, weiße Pionierberichte an die Gesellschaft in Magdeburg. Den haben sie auch noch in Empfang genommen. Da kam dann das Verbot. Und dann kam ja gleich Haussuchung. Und ich habe gleich alle Akten und Haus-zu-Haus-Zettel und so weiter, alles vernichtet, ja. Übrigens, der hier sagt, das fangen dann die Kommunisten nur an wie die Nazis, ja. Bei denen habe ich noch Rückbesuch gemacht nachher. Weiter, vielen Dank nochmal. Wir haben jetzt ja die Zeit von den Anfängen gesprochen. Du hast von Schwester Gast erzählt, von Bruder Schumann. Du hast dann 1943, 1944 habt ihr die Kirche verlassen. Du hast die Geschichte über die Ostarbeiter erzählt, den Priester, der erste Dienst, komplett ohne Praxis, ganz alleine. Das habe ich hier mir aufgeschrieben. Genau, dann hast du erzählt von dem Bibelhaus, beim Wiederaufbau warst du dabei in Magdeburg. Die Bilder wurden dort restauriert, du hast die Farben besorgt und hast dich dann 1948 im Bibelhaus taufen lassen. Und dann warst du in Havelwig Pionier, 120 Stunden damals, und du hast es in Erinnerung als eine sehr gute und sehr schöne Zeit. Ja, also, schöne Zeit war das. Das war ja auch Osten, die haben ja noch nie was gehört gehabt von der Wahrheit, weißt du. War noch manchmal junge Mädchen dabei, waren ein paar junge Mädchen. Die haben dann gesagt, du kannst uns mal besuchen kommen, wir haben sturmfreie Bude. So ein Angebot. Ja, und da habe ich gesagt, nee, ich will entweder studieren wir die Bibel, aber was anderes nicht. Gibt's ja gar nicht. Ja, klar, die ganzen Männer sind ja im Krieg gefallen. Und die jungen Mädchen, die Bauernjungs da, das war nicht für die, wenn ein Fremder kam, fremder Hirsch immer wieder war, denn Also das Verbot war offiziell am 31. August, aber es wurde dann unterschiedlich, die Verhandlungen waren ja unterschiedlich. Ja, wir waren da am 1. Oktober. Erzähl mal, wo warst du dann am 1. Oktober 1950? Da war ich in Sandau, wo ich gewohnt habe, bei den Brüdern. Das ist ungefähr 3 Kilometer von Havelberg entfernt. Da habe ich gewohnt bei Brüdern. Im Radio kam schon immer, dass Jehova-Zeugen verboten sind und so, ja. Habe ich da die Grippe gekriegt, habe so Fieber gehabt und da kam die Polizei und wollte mich abholen. Und dann haben sie gesagt, nee, den können wir nicht mitnehmen. Wir kommen wieder. Und da sind die Brüder zum Doktor gegangen im Dorf da und haben gesagt, da war die Polizei, die wollte den abholen, den jungen Mann bei uns. Da sagte er,
können Sie nicht abholen. Sagt er, der hat ja schweres Fieber und so weiter, der ist nicht transportfähig. Und dann ist er 2 Tage später gekommen, dann der Arzt, und hat er gesagt, ich soll schnell machen, dass ich nach Berlin komme. Denn die kommen wieder, hat er gesagt. Ja, und dann haben sie mich die Brüder zur Eisenbahnstrecke gebracht, zur Eisenbahnstation. Die ist zwischen Stendal und Berlin, die Strecke. Stendal, Berlin. Dazwischen ein kleines Dorf, kleine Eisenbahnstation gewesen. Haben sie mich in den Zug gesetzt und dann bin ich in Berlin gelandet. Okay, und dann kommst du dann im Oktober 1950 in Berlin an. Weißt du noch wo? Olympiastadion bin ich angekommen. Dann habe ich mir eine Fahrkarte geholt. Die hat 20 Pfennig gekostet. Und dann wollte ich nach Gesundbrunnen. Da war ein Bruder aus dem Bibelhaus in Magdeburg, der hat in Gesundbrunnen gewohnt. Und seine Adresse habe ich gehabt, da wollte ich dann hin, ja. Jedenfalls bin ich mit meiner Fahrkarte und da war dann immer die Wanne, wo immer der Fahrkartenknipser drin saß, ja. Habe ich nicht gewusst, ich dachte, ich habe eine Fahrkarte gekauft, das kannst du jeden. Da denke ich immer noch dran, wie der auf einmal sagte, hallo, junger Mann, kommen Sie mal zurück. Ich sage, wieso? Ich habe da eine Fahrkarte gekauft. Ja, sagt er, aber ohne Loch kann ich keinen fahren lassen. Das war der erste Witz, den ich in Berlin gehört habe. Habe ich gesagt, Berliner Schnauze. Ja, Berliner Schnauze. Ich denke, hier bist du richtig in Berlin. Und dann bin ich zu dem Bruder, der hat da auch bei einer Schwester, alten Schwester gewohnt, Zimmer gehabt. Na, und da bin ich dann untergekommen und dann, der war ja noch mit der Bayernallee, mit der Gesellschaft verbunden war, der war ja aus dem Bibelhaus nach Berlin gekommen. Und der hat dann dafür gesorgt, dass ich dann auch bei ihm, da bei der Schwester mit untergekommen bin. Und dann bin ich nachher in der Bayernallee gekommen, ins Büro der Gesellschaft. Aber nicht, wo jetzt ist die Villa, sondern da ist doch das große graue Gebäude. Da haben wir eine ganze Etage gehabt. Und da ist das Zweigbüro für den Osten, ist da reingekommen. So, und dann bin ich in einer Brunnenstraße in Gesundbrunnen. Da war die Literaturausgabe für den Osten denn. Da kamen alle aus der ganzen DDR, haben sie dann die Zeitschriften da geholt. Und da bin ich hingekommen und da habe ich da das Büro übernommen, da in der Brunnenstraße. Dann sind die Kuriere gekommen und dann ihre Berichte abgegeben und so weiter, ja. Das habe ich dann alles in Empfang genommen. Und dann habt ihr noch in der Brunnenstraße Literatur gehabt? Da ist die Literatur, die konnten ja nicht alle in der Bayernallee, wo wir gewohnt haben, weißt du. Wie sah denn die Arbeit in der Brunnenstraße aus? Wer kam denn da, welche Brüder kamen da vorbei? Da ist die ganzen Kuriere aus dem Osten gekommen. Die konnten ja damals noch reisen mit der Eisenbahn und so weiter, ja. Das sind wir noch 10 Jahre von dem Mauerbau. Ja. Da konnten sie noch rein, die sind auch alle gekommen, ja. Wie haben die sich denn gekennzeichnet? Hast du denn alle gekannt? Da habe ich sie erst alle kennengelernt, weißt du. Die Kuriere, die gekommen sind. Und die haben mich dann gekonnt, als ich dann in den Kreisdienst in den Osten gekommen bin. Ja, die haben mich ja gekannt. Okay. Ja, und dann wurde ich von einem
zum anderen gereicht praktisch. Das heißt, du hast in der Brunnenstraße eigentlich das Netzwerk der Zeugen Jehovas kennengelernt. Ja, ja. Wie viel Literatur haben Sie dann mitgenommen, mitgebracht? Ach, je nachdem. Manche waren bepackt, die Schwestern, die waren so, als wenn sie schwanger waren. So. Aus dünnen Schwestern wurden dicke Schwestern. Meine Frau, die Helga, die ist ja auch dann gekommen und hat auch immer Literatur geholt. Und damals war sie noch nicht deine Frau? Nee, aber schon meine. Aha. Hattest sie denn schon da im Auge? Ja. Hatten Sie dann die Literatur dann versteckt, ja? Und dann sind Sie dann nach Hause Erfurt, nach Dresden und dann wurde dann diese Literatur dort abgeholt. Ja, ja, die haben sie dann auf Toilette gegangen und dann haben sie sich verpackt, weißt du. Anhalter Bahnhof, Friedrichstraße. Nicht? Und da sind sie dann in ihre Züge gestiegen und nach Hause gefahren. Da haben sie auch meinen Freund Horst Henschel erwischt. Hat sich von mir meinen Koffer gebeugt. Da war meine Adresse drin, aber die Magdeburger Adresse, meine Heimatadresse. Ja. Und da drin hat er Literatur drin? Literatur und Friedrichstraße haben sie kontrolliert und der Koffer voll Literatur haben sie eingesperrt. Ja. Das hat 5 Jahre gesessen. Jedenfalls nach einem halben Jahr oder noch länger wurde der Koffer in der Brunnenstraße, unserer Literaturausgabe für den Osten, wurde der Koffer für mich abgegeben. Aber da war doch die Adresse aus Magdeburg drin. Ja. Wer hat denn den Koffer abgegeben? Ja? Weiß keiner. Ich war nicht da, da haben sie bloß den Koffer mit in der Bayernallee gebracht des Abends. Und da haben sie gesagt, Walter, hier ist ein Koffer für dich abgegeben worden. Das heißt, irgendjemand wusste, dass ich in der Bayernallee bin. Und dass du im Literaturdepot in der Brunnenstraße Ja. Das heißt, die Stasi wusste von der Brunnenstraße. Ja, ja. Die wussten alles. Wie lange warst du tätig in der Brunnenstraße? Warte mal. Nicht lange. Halbes, dreiviertel Jahr. Und dann ist Ernst Bauer gekommen und hat gesagt, wir brauchen Brüder, die im Osten reisen. Als Kreisaufseher, wir haben keine Kreisaufseher mehr. Und da hat er gefragt, ob ich bereit bin zu reisen. Da habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich gereist. Du warst ja noch nicht mal 20 Jahre alt. Wo wurdest du denn hingeschickt? Ich bin hier angefangen, hier in Fürstenwalde. Hier. Das war also dein erstes Gebiet als Kreisaufseher. Ja, Fürstenwalde und dann ging das los. Die ganze Oder-Neiße-Grenze, Storkow, Beeskow, Gum, Forst, die Weißwasser und dann Spremberg, Doberlo-Kirchhain, die ganze Ecke, Cottbus, die ganze Ecke bin ich bereist. 41 Versammlungen. Wir reden ja hier von 41 Versammlungen. Wie bist du denn da hingekommen? Mit dem Fahrrad. Alles mit Fahrrad. Da warst du aber sportlich. Ja. Darum geht das heute noch. Wir haben ja keine Autos gehabt. Woher hattest du denn das Fahrrad? Immer geborgt von den Brüdern. Ah, du bist also mit einem geborgten Fahrrad von einem Ort in den anderen Ort gefahren und dann hast du ein neues Fahrrad bekommen. Ja. Rechtlich gesehen warst du ja DDR-Bürger. Ja, ich habe noch DDR-Ausweis gehabt. Okay. Darum, ja, bei jeder Kontrolle, wenn du mit der Eisenbahn gefahren bist, wie zum Beispiel von hier über Königs Wusterhausen und dann über den Spreewald, weißt du, Lümm und so weiter, da bin ich dann mit der Eisenbahn gefahren.
Und da ist ja auch immer Ausweiskontrolle gewesen. Da habe ich ja immer meinen DDR-Ausweis gehabt. Das bedeutet ja, dass du als DDR-Bürger in der DDR eine illegale Tätigkeit gemacht hast. Ja, ja. Das bedeutet zur Folge Gefängnis. Mhm. Wie lange hast du es gemacht? Wie lange warst du in der Gegend unterwegs? Mitte 52. Also ungefähr ein Jahr. Ja, etwas über ein Jahr. Und dann bin ich in Berlin gewesen. Und da treffe ich eine Schwester, die hat bei einem Arzt in der Praxis gearbeitet. Die guckt mich an und sagt, wie siehst denn du aus? Ich sage, wie soll ich denn aussehen? Sagt sie, deine Augen sind ja ganz gelb. Ich sage, was? Da sagt sie, pass mal auf, die war beim Arzt als Sprechstundenhilfe. Du kommst mal morgen mit zu meinem Arzt. Sind wir hin, da guckt er mich an und sagt, was? Wie sind Sie denn hierher gekommen? Ich sage, zu Fuß gelaufen. Sagt er, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ich sage, was, sofort ins Krankenhaus? Nee, kann ich nicht. Ich bin ja aus dem Osten. Das macht nichts, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Bin ich nach Schlachtensee ins Hubertus Krankenhaus gelaufen. Als Erste in der Aufnahme, wo ist denn der Krankenwagen, der Sie gebracht hat? Ich sage, mich hat kein Krankenwagen, ich bin hergelaufen. Wo schon kam mit dem Rollstuhl an, musste ich mich reinsetzen. Da haben sie festgestellt, ich habe eine ganz schwere Hepatitis. Ja, und ich durfte nicht mehr aufstehen, Vierteljahr. Musste nur im Bett liegen, durfte nicht auf Toilette gehen, weil das wäre alles ins Blut gegangen, dann wäre ich vollkommen gelähmt gewesen. Ja. Und dann ging es los, wer übernimmt die Kosten? Wenn wir niemanden haben, der die Kosten übernimmt, müssen wir sie mit dem Krankenwagen nach dem Osten drüber bringen. Das wäre mein Knast gewesen. Ja. Okay. Müssen sie mit dem Krankenwagen nach dem Osten gebracht werden. Und dann war ich ja mit dem Ernst Wauer, Bayernallee in Verbindung, was die Gesellschaft nun macht, was die Gesellschaft sagt. Ja, und dann ist Ernst Wauer gekommen ins Krankenhaus, hat er verhandelt. Ja, und dann hat er gesagt, du, die Gesellschaft kann die Kosten nicht übernehmen. Du musst wenigstens ein Vierteljahr hier drin im Krankenhaus bleiben und das wird für die Gesellschaft zu teuer. Ja. Jetzt, wer bezahlt das aber? Entweder nach dem Osten, die Gesellschaft bezahlt es nicht, wer bezahlt es jetzt? Ja, und dann kamen sie an vom Senat und haben mir gesagt, also die Stadt, der Senat übernimmt die Kosten, wenn sie sich hier als Flüchtling anmelden. Im Westen. Im Westen. Und so bin ich nach West-Berlin gekommen. Ja. Seitdem bin ich in West-Berlin gekommen. Wann hast du denn deine Frau kennengelernt? War im Osten 1951. September 1951. Wo du als Kreisaufseher tätig warst. Ich war ja bei Ihnen im Quartier gewohnt. Mein Hauptquartier war das. Da bin ich jeden Montag hingefahren. Da war ich in Ihrer Versammlung in Prösen, war ich bei dem Versammlungsdiener, hieß er damals.
weiß ich noch, da hat es Grießsuppe zum Abendbrot gegeben. Und dann hat er die Helga zu sich hinbestellt. Ja, ist jemand hingegangen, die Helga soll mal zu ihm kommen, zu Walter Jurich. Ja. Jedenfalls ist die Helga gekommen und hat er gesagt, wer ich bin. Sagt er, und der gehst du nach Hause und sagst deiner Mutter, du bringst heute deinen Freund mit. Sagt er, da kann ich doch nicht sagen. Ja, ja, sagt er, geh mal nach Hause und sagst, du kommst heute Abend dein Freund. Ja, und dann ist sie losgegangen und hat ihrer Mutter das gesagt. Und dann hat mich der Versammlungsdiener, sind wir mit Fahrrad gefahren, sagte, da wo ich anhalte und absteige, da gehst du rein in das Haus, in den Hof. Die haben ja Einfamilienhäuser alle gehabt. Ein großes Hoftor. Ja, da gehst du rein. Ja, da wissen sie Bescheid, dass du kommst. Ja, und da bin ich hingekommen nach Prösen und bin da hängen geblieben. Wann habt ihr denn geheiratet? 54. Da warst du aber in West-Berlin schon, oder? Ja, ja. Sie aber noch in Ostdeutschland. War es dann kompliziert, dass sie dann rüberkommen konnte? Sie hat sich regulär abgemeldet da, richtig polizeilich abgemeldet, dass sie nach Berlin zieht. Wurde damals respektiert, weißt du. Da war das noch nicht so schlimm. Da ist dann von Jahr zu Jahr erst immer schlimmer geworden. Erst habe ich Notstandsarbeit gehabt. Hat ja keine Arbeit gegeben, 1950er Jahre. Da habe ich im Straßenbau gearbeitet. Da war in Zehlendorf die argentinische Allee, die zweite Fahrbahn. Haben wir gebaut. Und da habe ich dann bum, bum, den Frosch bedient, weißt du? Bum, bum. Das ist festgerammt, da den Schotter. Na, die Betonteile, die haben wir vom Zoo-Bunker geholt, vom Luftschutzbunker, der wurde dort gesprengt dann und so, ja. Und die ganzen Betonbrocken, die wurden so klein gemacht und die kamen unten als Unterlage in die Straße rein. Und die musste festgerammt werden mit diesem Frosch, weißt du, wum, wum. Und zwischendurch oder auch danach warst du ja dann auch Kurier wieder. Das war die ganzen Jahre bis ja, Mauerbau auch noch, ja. Ja, und dann haben wir nachher 54 geheiratet, aber wir haben immer noch Literatur geschmuggelt. Ja, mit wem sind wir denn gefahren? Den Achim Haupt und mit Klaus Schade, Michaela Simon. Ja, da haben wir immer die Autos voll gehabt und hingebracht. Wie sah denn so ein Schmuggel aus? Ja? Wie hat das denn funktioniert? Wie sah denn so ein Schmuggel aus? Wo hast du denn die Literatur hergehabt? Hier, von der Gesellschaft, von der Bund Bayernallee. Weil die hast du ja nicht in deinem Hause bestellt, oder? Nein, nee, die haben wir von der Bayernallee geholt. Den Keller, den haben wir dann als Literaturausgabe gehabt. Und da haben wir dann immer so viel Literatur geholt, wie wir gebraucht haben. Da bist du mit dem Auto hin, Ja. und dann hast du dann versteckt oder haben das die Brüder vor Ort? Nee, das haben wir gemacht. Die Autobesitzer, die Verstecke kannten in ihrem Auto, weißt du. Hast du dein Auto ein bisschen präpariert oder wie hat das ausgesehen? Nee, gar nicht, gar nicht. Die Michaela Simon, die hatte
in Renault, weißt du, den hoch und runter stellen konntest. Und da waren hinten wo die Rückleuchten waren, da war ein großer Spielraum, Leerraum drin, weißt du. Nee, und die haben wir vollgepackt. Ja. Und da hinten unter einem Armaturenbrett, da sind wir mit Thomas mal gefahren und mit Klaus Schade. Da haben wir hinter dem Armaturenbrett die ganze Literatur gehabt. Jedenfalls, wir fahren Rudolfer See, fahren wir durch den Posten, der alles nachgeguckt. Haben sie Waffen, haben sie Zeitschriften. Nee, haben wir nicht. Können sie fahren. Und wir fahren weg und ein paar hundert Meter weg, da sagt Thomas, da war der noch Kind, da sagt man, guck mal, Papa, was da rausguckt. Da die Ende wacht raus. Und das hat er bei Jan nicht gesehen, weißt du. Aber hätte er sehen müssen. Hätte er sehen müssen. Wenn Herr Thomas da hinten auf der Rückbank saß, wenn er gesehen hat, und so, ja, guck mal, Papa, was da rausguckt. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Andermal waren wir auch jede Menge Literatur drin gehabt. Und dann sind wir mit Michaela Simon gefahren. Die hatte eine Ente gehabt damals. Renault 2CV. Renault 2CV. Auch alles voll Literatur. Wieder Rudolfer See. Steigt der Polizist zur Kontrolle, setzt sich vorne in den Beifahrersitz. Sagt der Mensch, sagt er, solche Enten, das interessiert mich schon immer mal. Wie viel Verbrauch hatten die und wie viel? Der hat sich bloß für die Ente interessiert, ja. Und der hat gesagt, gute Fahrt, fahren Sie weiter. Also solche Dinge haben wir manchmal erlebt. Ja. Wie hast du das denn heute in Erinnerung, wenn du heute drüber nachdenkst, die ganze Schmuggelgeschichten? Ich weiß nicht, das hast du damals ja nicht so schwer genommen. Das ist mir wie ein Sport vorgekommen. Aber wir haben ja schon, als ich noch nicht in der Wahrheit war, wir haben ja schon so manche Dinge gedreht gehabt. Weißt du? Und da haben wir das so als Spielerei angesehen. Ja, aber hat alles wunderbar geklappt. Wie lange hast du noch geschmuggelt? Wie lange haben wir geschmuggelt? 66, da sind wir noch gefahren. Da haben sie uns ja erwischt mit der ganzen Menge hier an Kontrollpunkt Rudolfer See. Die haben ja alles Bescheid gewusst. Ja, immer gesagt, Namen kenne ich nicht von Anfang an. Das ist meine Angelegenheit. Und dann haben sie immer Namen. Friedrich kennt keinen Namen. Und dann steht da in der Akte drin, Friedrich kennt keinen, aber er selber gehört zum Komitee der Versammlung Mariendorf. Haben da alles gewusst. Ja, ganz genau. Und heute bist du 93 Jahre alt. Ja. Und lang ist das her. So einiges ist doch in der Birne hängen geblieben. Muss ich immer noch dran denken, in Magdeburg, als ich junge Bursche war, da ist immer ein Bruder gekommen, willst dich nicht taufen lassen. Na? Ich sage, nee. Ich sage, ich bin noch so schlecht, ich kann mich nicht taufen lassen. Der Traugott Rieske. Bist du schon so lange im Predigtdienst? Warum lässt du dich nicht taufen?
Und dann war er hier in Berlin im Bethel und ich auch. Dann hat er ein paar Mal zu mir gesagt, Walter, bist du immer noch so schlecht? Ah, ja. Wenn du auf so viele Jahre als ein Zeuge Jehovas zurückblickst, du warst Kreisaufseher, du warst Pionier, du bist immer noch Ältester in der Versammlung. Ne? Ja. Du bist immer noch Ältester. Aber nicht mehr aktiv. Ja, aber hast immer noch weise Ratschläge und vieles zu erzählen. Ja. Ich hätte eine Frage, weil einige meiner Zuschauer sind ja auch junge Menschen von dem Video. Wenn du mal so kurz, lass dir Zeit, wenn du kurz nachdenkst, was für einen Ratschlag würdest du jungen Menschen geben, die sich vielleicht noch nicht unbedingt entscheiden können, ob sie ein getaufter Diener Gottes sein möchten oder nicht? Ja, klar. Ohne dem geht es nicht. Du fühlst dich erst richtig wohl als Zeuge Jehovas, wenn du getauft bist. Sonst bist du kein Zeuge Jehovas. Was würdest du denn dann auf den Weg geben, damit diese Entscheidung für solche Jugendlichen oder Kinder einfacher wäre? Oder was könnte denen helfen? Ja, sie müssen radikal Schlussstrich ziehen. Ich habe damals auch Handball gespielt, ja, im Verein. Und die Handballspiele waren immer sonntags nachmittags. Okay. Und sonntags nachmittags war immer Versammlung. Jedenfalls, jetzt musste ich mich entscheiden. Ja, es war noch ein Bruder, der hat auch mit Handball gespielt, der war auch noch nicht getauft. Der hat weiter Handball gespielt. Ich habe oft gehört und bin in eine Versammlung gegangen. Also du musst eisern sein, musst einen radikalen Schlussstrich ziehen unter dem, was du gemacht hast. War diese Entscheidung einfach für dich damals als Jugendlicher? Naja, die Versammlung war mir wichtiger gewesen, weißt du. Und darum fiel mir das leicht, das Handballspielen aufzugeben. Und bereuen tust du den Schritt nicht nach 77 Jahren? Nee. Und was sind wir schön in Predigtdienst gegangen früher? 3 Kilometer über Land und nach 45 keine Schuhe gehabt, bloß Turnschuhe im Winter durch den Schnee. Aber wir sind in Predigtdienst gegangen sonntags. Also. Und das hat Spaß gemacht. Wir sind immer freudig nach Hause gekommen. Ich finde, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das einen perfekten Abschluss eines Interviews. Ja. Es hat immer Spaß gemacht, Ja. wir sind immer freudig nach Hause gekommen. Ja. Immer. Ein perfektes Ende eines Interviews. Hat auch manchmal krumme Dinger gegeben. War verabredet gewesen, Saddams nachmittags mit dem Bruder aus dem Bibelhaus in Magdeburg, mit Traut, Rieske, sonntags verabredet gewesen um 2 Uhr. Und wir bei dem Bruder, bei meinem Freund, in der Wohnung gesessen, 2 Uhr. Der Traugott ist nicht da, 2:45. Der Traugott ist nicht da, 2:30. Der kommt nicht mehr. Da sagt der Bodo, pass mal auf, mein Vater hat eine Flasche Schnaps unterm Bett zu stehen. Naja, und wir, was machen wir? Nehmen wir einen Schnaps. Auf einem Bein kann man nicht stehen.
noch ein. Alle guten Dinge sind drei. Haben wir den dritten genommen, dann haben wir die Flasche wieder zugemacht, mit Wasser wieder voll gefüllt und den Korken wieder verkehrt rum rein, ja, und dann wieder unter das Bett gestellt. Und wir haben das gerade fertig, da kommt der Bruder aus dem Bibelhaus. Und wir uns zusammengerissen. Und dann sind wir losmarschiert, 3 Kilometer. Die Chaussee lang. Da bleiben wir stehen im Moment. Da sagt er auf einmal, ihr habt doch was getrunken. Haben wir ihm das erzählt, weil er zu spät gekommen ist. Sagt er, mit euch kann ich doch nicht an die Türen gehen jetzt, sagt er. Was machen wir? Da war die Dorfkneipe, sagt er, jetzt gehen wir hier rein, dann trinken wir ein Bier und dann gehen wir nach Hause. Haben wir ein Bier getrunken und dann sind wir wieder nach Hause. 3 Kilometer. Der Hammer ist, wir haben zu seinem Vater, dem wir die Flasche Schnaps gehört hat, zu dem haben wir gesagt, Walter, hast du nicht mal ein Schnäpschen? Nee. Da sagt der Bodo zu seinem Vater, Vater, du hast so eine Flasche Schnaps unter deinem Bett zu stehen. Ja, die habe ich nicht mehr. Die hast du nicht mehr? Wo hast du die? Die habe ich getauscht. Habe ich an Russen und da habe ich was für gekriegt. Ja, hat ja damals, die Russen waren ja froh. Da haben wir Brennspiritus mit Pfefferminztee vermischt war und den Russen verkauft. Weißt du, die haben ja alles gesoffen. Und dann haben wir ihm gesagt, dass wir die Flasche, dass wir da so viel rausgetrunken haben und Wasser reingemacht haben. Da sagt er, da brauche ich mich nicht zu wundern. Der Russe hat mir statt Mehl Gips gegeben. Ja, falsches Produkt gegen falsches Produkt, ganz einfach. Denn die Russen, die waren so genau, wenn du getauscht hast, ja, dann haben sie erst aufgemacht, dann musstest du erst einen Schluck machen. Die wollten nicht, dass du irgendwie die vergiftest oder was, ja. Musstest du erst einen Schluck machen und dann haben sie den Schnaps genommen. Verrückte Zeiten. Ja. Verrückte Zeiten. Weiter. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Für deine Geschichte. Und ich bin froh, dass wir uns mal kennengelernt haben. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich muss auch wirklich sagen, 77 Jahre in der Wahrheit zu sein, sind 75 Jahren getauft. Das ist schon was Besonderes. Ja, ja. Das ist wirklich was Besonderes. Aber irgendwie waren wir von der Wahrheit, meine Eltern schon, irgendwie beeindruckt.